Herzlich willkommen, liebe Leute, zur nächsten SimDev Live, zum nächsten Livestream. Ich freue mich, dass ihr ja hier mit 57 Zuschauern so zahlreich eingeschaltet habt. Und heute steht ein neuer Bus an und dafür haben wir hier den passenden Mann neben uns. Grüß dich, Timo. Freut mich, dass du heute da bist. Hallo, ich grüße euch. Ja, sehr cool. Also 54 Zuschauer, so viel waren wir noch nie. Ich habe hier auch schon gesehen, neue Follows. Da auch nochmal... Ja, danke an hier Jerry Lee, Pro Pauls, Albino. Danke, dass ihr alle gefolgt seid. Berlin 87. Und im Chat sehe ich auch zahlreiche Nachrichten. Also, ja, Timo, hast du Bock drauf heute? Natürlich, klar. Und in der Vorbereitung, hat mir logischerweise Timo schon mal alles gezeigt. Und da muss ich wirklich ehrlich sagen, ich war überrascht. Denn wir hatten ja schon öfter mal einen neuen Bus. Aber dieser Bus hat wirklich... diesmal Features, die gab es noch nicht ansatzweise davor und deswegen denke ich, dass das sehr, sehr spannend heute für euch wird und bin mal gespannt, was uns da Timo heute nochmal alles zeigen wird. Ja, ich hoffe, es klappt alles. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich schaue hier nochmal im Chat, bevor wir loslegen. Hallo wirklich an alle. Diesmal sind es ja wirklich so viele, da kann ich ja gar nicht oder können wir gar nicht auf jeden eingehen. Also wirklich alle, hallo nochmal an den Chat. Ich sehe hier auch zahlreich, dass Leute zum ersten Mal was reingeschrieben haben, zum ersten Mal dabei sind. Jetzt hier auch wieder ein neuer Follower von Chris, Berlin 87. Grüß dich. Und Timo, welchen Bus stellen wir überhaupt vor? Ja, wir stellen heute vor den Galaxis Urban Electric. In verschiedenen Varianten, die ihr immer kennt. Also so unsere Grundvarianten, die 12 Meter, 2 Türen, 3 Türen, 18 Meter, 3 und 4 Türen. Da hat sich nicht viel geändert. Aber so ein paar Features, wie du schon sagtest, sind dazugekommen. Und ja, das können wir ja mal zeigen. Genau, bevor ich umschalte, hier die erste Frage direkt auch zum ersten Mal gechattet. Freut mich, grüß dich, BananaFood21. Er fragt, soll zu dem Solaris noch die Diesel-Variante kommen? Ist aktuell erstmal nicht geplant, aber nicht ausgeschlossen. Also könnte durchaus sein, ja. Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, folter mal oder wie geht der Spruch? Ich weiß es nicht. Lass mal die Leute jetzt nicht länger warten. Und ich schalte mir jetzt hier um. Jetzt sehen wir auch, der Bass geöffnet. Timo. Ja, super. Dann fange ich mal an. Mal so ein ganz kleiner, kurzer Rundherumblick. Den habt ihr ja vielleicht schon im Event Center gesehen bei uns. Da haben wir den ja schon hingestellt letzte Woche oder was vorletzte Woche. Mhm. Eigentlich ein ganz schicker Bus, finde ich. Auf jeden Fall. Ja, der Sprichwort ging nicht lange auf die Folter spannen. Danke nochmal, Blaulicht-Fan. Ihr unterstützt mich immer sehr. Jetzt spinnt die Maus gerade, natürlich, wie es sich gehört. Oh. Richtig gut. Ja, die Maus geht immer links raus. Wenn man zu sehr nach links wischt. Okay, ich versuche mal einfach hier weiterzumachen. Wir haben hier so ein paar kleine Klappen eingebaut, das ist neu. Ich gehe mal ran. Dann seht ihr, dass ihr halt hier so einen kleinen eine kleine Ladebuchse dran habt. Die hat aktuell noch keine Funktion, das wird aber kommen dann in nächster Zeit, dass ihr quasi mit dem Plug-in-Ladegerät dann auch da nachladen könnt. Ein zweites kleines neues Feature ist dann halt hier unten, wenn ich dann mal rankomme. Okay, klappt richtig gut gerade. Du meintest ja, die Plug-in-Funktion ist dann hauptsächlich für einen Betriebshof oder auf dem Betriebshof gedacht. Na genau, richtig. Ist ja auch in echt so, hast du mir gesagt.
das ist natürlich wieder voll Vorführeffekt hier gerade. Jetzt haben wir es. Dann sollte die Tür aufgehen. Das tut sie dann auch. Ja, dann müssen wir natürlich auch alles wieder zumachen hier unten. Der Katschutz fragt direkt im Chat, was ist mit der Lizenz? Wird da was kommen? Nein, wird nicht. Ja, ist einfach ein Nein. Ja, dazu muss man ja auch nochmal sagen, es ist ja auch nicht so, dass wir die Lizenz nicht wollen oder von vornherein das gar nicht versuchen. Timo, wir haben da auch schon oft intern drüber gesprochen, wie schwer das oder wie viel Aufwand oder wie schwierig das ist dann auch, wenn man da bei gewissen Marken dann auch oder Herstellern die Lizenz will, was dann auch teilweise gar keinen Sinn machen würde. Genau. Zum einen, weil ja dann der Bus dann halt erst auch 10 Jahre später kommen würde und das ist ja dann auch nicht der Sinn der Sache. Richtig. Wir haben aber eine Kleinigkeit vorbereitet, also wir haben euch da nicht ganz vergessen. Man wird es, wenn alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, modden können. Dazu werden wir euch dann aber wahrscheinlich nächste Woche noch mal ein bisschen was erzählen. Gut, dann steigen wir mal ein. Ich mache mal hier zu. Und dann starten wir mal den Bus. Blaulicht-Fan fragt auch nochmal, das wird auch noch für den E-Citaro nachgerüstet? Fragezeichen. Ja, wird nachgerüstet, beziehungsweise ist teilweise schon. Die Frontklappe ist noch nicht da, aber seitlich ist schon ein bisschen was da. Okay. So, und dann starten wir einfach mal die wilde Fahrt hier. Wir müssen jetzt einen ganz kleinen Meter fahren zur Michelangelo-Straße. Da ist dann quasi das nächste, was ich euch zeigen kann. Der Pro Paul X fragt auch nochmal, wird es denn in kurz und lang geben, den Bus? Ja, wie gesagt, die Standard-Varianten, die wir immer haben, die 12 Meter und 18 Meter Variante. Wir sind auch gerade aktuell noch so ein bisschen am Überlegen, ob wir vielleicht mal eine 15 Meter Variante als Dreiachser dazu bauen. Das steht aber alles noch nicht so ganz fest. Okay, und wird bei dem Bus dann auch der Energieverbrauch simuliert, fragt Stadtlux. Ja, sogar die USB-Steckdosen ziehen ein bisschen was, wenn man die angeschaltet hat. Ah, der lässt uns durch, sehr nett. Auch die ziehen halt ein bisschen Strom, die kann man auch separat dann abschalten hier in den Displays. Und ja, hat alles so ein bisschen Auswirkungen. Es ist nicht viel, so ein bisschen USB, aber ja. So. Ja, Gabelex schreibt hübsch. Also optisch scheint es schon mal einigen zu gefallen. Das freut mich. Also ich persönlich fand es wirklich auch, was wir jetzt noch gleich alles sehen, dass es auch wirklich optisch sehr, sehr gut gelungen ist. Jo. Wo wir jetzt gleich rumkommen um die Kurve hier, das steht jetzt auch schon seit einer ganzen Weile hier rum. Das haben wahrscheinlich auch schon einige bemerkt. Nur hat es halt bisher keine Funktion gehabt. Wir fahren da mal ran. Und ich versuche das hier mal mit der Maus, die irgendwie mich ein bisschen piesackt gerade, mal ein bisschen einzufangen. So, und zwar sollten wir jetzt gleich hier unten im Display, wenn ich ein bisschen näher rankomme, ein bisschen was anderes sehen. Genau. Jetzt kriegen wir hier Symbole. Das sagt uns jetzt gerade das erste Wi-Fi-Symbol links, dass wir in der Nähe vom Charger sind. Und der Pfeil sagt uns, wir sollen ein bisschen weiter nach links rüber, damit wir uns mittig einordnen hier. Und das versuche ich jetzt mal hinzukriegen. Jetzt sind wir an beiden dran, also vorne und hinten eingeloggt und links und rechts eingeloggt. Und jetzt können wir, wenn die Maus mich lässt, den Stromabnehmer runter. Ne, lässt sie mich nicht. Ach Mensch. Ihr seid natürlich immer die besten Bedingungen gewohnt mit 3 Bildschirmen etc. Und hier unten das muss man... ist diese Remote-Verbindung, die einfach überhaupt nicht mitspielt gerade. Genau. So, jetzt. Ich hab's geschafft, Leute. Und jetzt gucken wir mal schnell in die Außenansicht. Jawohl, da kommt er runter. Also ihr könnt dann halt auch nachladen, ne, den Bus. Und das wird euch dann auch im Mikrofon angezeigt. Im Display angezeigt. Ja, ich habe vorhin auch, glaube ich, gesagt, anstatt Chat Jim, also ich weiß nicht, was heute hier in der Luft ist. Genau. Na, wir können uns hier auch mal das Lenkrad ein bisschen ausblenden. Und ja, das wird euch halt, wie gesagt, angezeigt, der aktuelle Ladestatus. Wir haben hier ein Voll-Touch-Display.
quasi. Nicht mehr so wie gewohnt, alles über Schalter und Knöpfchen. Ein paar sind noch da. Aber nicht mehr allzu viele. Wir können dann hier die USB freischalten, ein bisschen Innenbeleuchtung mit anmachen. Ja, das ist eigentlich alles so, wie man es kennt, ne? Ich glaube, das hat man jetzt auch nicht ganz direkt gesehen, aber oben die Ladesäule, die fährt ja auch richtig dann daran, also fährt runter und dann fährt sie auch wieder hoch. Ich kann sie nochmal vielleicht, wenn die Maus mitspielt, ja, macht sie gerade. Das fand ich auch sehr cool. Genau. Ja, da hat man es gesehen. Ja, also hat dann tatsächlich auch einen kleinen Nutzen alles, ne? Also da könnt ihr dann halt auch eure Touren so planen, dass ihr dann halt auch nachladet, wenn es dann nötig ist. Und ja, genau. Die Ladestationen, die stehen aktuell in der Michelangelo-Straße, an der Herzallee, an der Wendestelle und auf dem Betriebshof Indira Gandhi-Straße. Die haben wir auch im Modding-Editor schon mit drin. Also wenn der Bus dann raus ist, dann könnt ihr den natürlich auch entsprechend benutzen, wenn ihr euch die Ladesäulen dann hinstellt auf eure Maps. Und ja. Genau. Blaulicht-Fan fragt hier, geht denn der auch aus, wenn die Batterie leer ist? Ja, das wird er tun. Das würde jetzt eine ganze Weile dauern, um es mal zu zeigen, aber ja, macht er. Ja, da gibt es dann bestimmt auch wieder einige, die testen, wie weit man mit voll geladenem Akku kommt. Ja. Gerne, wer das testen will, testet, schreibt es dann in Discord rein. Genau. Würde mich auch mal interessieren. Genau. Dann haben wir noch eine ganz kleine Kleinigkeit, dafür gehe ich mal hier aus dem Spiel raus kurz. Und zwar für die Mod-Maps haben wir das halt jetzt so gebaut, dass ihr in dem Bus euch ein paar Teile dazu schalten könnt. Und zwar ist da neu hinzugekommen dieser Knopf hier oben auf dem Dach. Und da könnt ihr halt mit einem Charger drauf oder ohne. Und das ist jetzt aktuell die Top-Down-Charging-Variante. Und dafür wird es dann halt später noch die Bottom-Up-Variante geben. Also der Stromabnehmer quasi auf dem Dach senkt sich oder schiebt sich hoch in die Ladestation dann. Quasi andersrum. Kannst ja gerne mal sagen, wieso wir das genauso machen. Hast du mir auch erklärt. Na, das gibt halt verschiedene Systeme. Ja, auch in echt halt, auch in Berlin. Genau. Berlin baut, soweit mir bekannt ist, jetzt gerade um von dem Top-Down, also von der Ladestation nach unten aufs Dach, bauen die um vom Dach in die Ladestation. Aber das ist wohl gerade noch in der Mache, soweit ich das mitbekommen habe. Und das wird natürlich dann auch vorbereitet, dass ihr das dann auch nutzen könnt. Ja, da gibt es dann natürlich die ganzen Varianten dann von dem Bus. Da haben wir dann die 12 Meter Variante. Und auch hier können wir dann wieder zuschalten, ob wir den mit Ladestation haben wollen oder ohne. Da ändert sich dann auch ein ganz kleines bisschen der Dachaufbau. Die Klimaanlage rutscht ein bisschen nach hinten und so weiter. Und ja. Ja, sehr, sehr cool. Ich lese hier auch schon mega der Bus. Euch scheint es sehr zu gefallen. Also wie gesagt, ich finde es auch top. Vor allem jetzt, einfach mit dem neuen Feature, mit dem Laden. Auch, dass man da nicht einfach nur auf die Ladestation drauf fahren kann, sondern man muss wirklich ganz genau zentriert, links, rechts, vorne, hinten, sich da hinstellen, damit man da auch irgendwo andocken kann. Genau. Also es ist manchmal ein bisschen, man muss halt ein bisschen üben vielleicht auch, aber eigentlich sollte man das schon hinkriegen. Ne? So, fahren wir nochmal einen kleinen Meter hier. Ja, genau. Ich sehe hier jetzt einiges. Ich scroll mal wieder hoch, damit wir auch nichts verpassen. Katschutz fragt, kann man im Nachhinein aber vielleicht damit rechnen oder müsst ihr sowas vorher machen? Ich glaube, das war auf die Lizenz bezogen. Im Nachhinein wahrscheinlich schwierig, Timo. Ja, in diesem Fall leider eher schwierig, ja. Wir haben es schon für kommende Busse natürlich vor. Also es ist eigentlich immer ein Ziel, dass wir das dann auch mit Lizenz machen. Leider ist es halt einfach so, dass manche da empfänglicher für sind und manche halt leider nicht so sehr. Und ja, das Endergebnis ist dann halt leider, dass wir euch da ein bisschen was zuschustern müssen, damit ihr das dann selber austauscht. Genau. Hier schreibt Willi, was ein geiler Stream. Feier euch, Jungs. Optisch macht das wirklich was her, schreibt Blaulicht-Fan. Freut uns sehr. Hier mal was auf Englisch. A13X Swing fragt, the physics seems to be broken on this bus. Left to right often. Okay.
I haven't seen any broken physics. Ja, da wissen wir jetzt auch nicht genau, was er meint. Vielleicht schreibt er nochmal. Dann schreibt ProPaul X: Könnte man bei The Bus vielleicht ändern, dass die Gäste auch an jeder Tür einsteigen können? Ja, das haben wir eigentlich schon länger auf der Liste. Da wird auch durchaus dran gearbeitet. Ich vermute mal, dass es dann nach den neuen Charakteren kommt. Und ja. Genau. I speak English, sorry. No, that's no problem, but just maybe you can, describe what you mean by broken physics more in detail, so we can understand what you mean. BananaFood21 fragt: Würdet ihr auch den Trolino, in Klammern Doppelgelenkbus, in Erwägung ziehen? Würde mich interessieren, ob The Bus Doppelgelenkbusse kann. Das ist eine gute Frage. Das haben wir tatsächlich überhaupt noch nicht ausprobiert. Ja, also finde ich an sich natürlich interessant. Wäre etwas ganz Neues. Müsste halt man mal schauen. Aber das wäre ja dann genau was für dich, Timo. Genau. Ja, werde ich mich mal drum kümmern. Mal gucken. Ist auf jeden Fall eine coole Idee. Ja. Dplay YouTube schreibt ja auch zum ersten Mal gechattet, freut uns. Hi, da es ja jetzt eine neue Marke ist, wird es dann auch Dieselbusse davon geben? Ja, die Dieselbusse sind nicht so sehr unterschiedlich vom Chassis her. Also das kann man durchaus machen. Ist, wie gesagt, jetzt aber nicht für die nähere Zukunft geplant. Ja. Hier nochmal Stadtlook, sehr cool. Gefällt mir der Bus, freut uns sehr. Dann schreibt er hier nochmal, der A13 Swing: I hope one day these TML lives can be on English, so all people around the world can be up to date with your streams. That's true. Yeah, no problem for me. Yeah, for us not. And actually, we thought about it in the beginning of the first live streams. At the end, we decided to do the streams in German and upload it afterwards with English subtitles on YouTube. But I think in future it could be that we actually change it to English so everybody can understand it, because of course we know that a big part of our audience is or are English speaking people. So we have that in mind and we'll change it if it's needed. Yeah. Okay. That's pretty much all I wanted to show for now. Anything in particular, maybe? Yeah. If you have any questions or just want to see more, just write it in the chat. Grundsätzlich sehe ich hier noch einige Fragen. Also ich habe hier richtig Stress durchzukommen. Okay. Hier gucke ich einfach nochmal. Timo, da kann ich nochmal ein bisschen mit Fragen bombardieren. Mach das. Katschutz fragt nochmal: Kann man auch mit der älteren Variante rechnen mit VDV-Dashboard? Nein. Definitiv nein. Die Dashboards sind im Moment so gebaut, dass die ein ziemlich integraler Teil vom Bus sind. Das hat quasi mit dem Skinning und Rigging zu tun. Wenn wir die Dashboards jetzt noch tauschen, ist auch im Hintergrund quasi alles wieder anders. Das machen wir nicht. Okay. Ja, Dplay schreibt: Freut mich sehr, den zu spielen, freut uns auch sehr. ProPaul fragt auch nochmal: Könnte man bei der Bus vielleicht ändern? Das hab ich schon gefragt mit den Gästen an der Tür. Gehe ich mal weiter runter. Ich komme hier jetzt gerade nicht wieder rein in den Bus. Ist wieder so richtig schön Vorführeffekt. Gar kein Problem. Okay. Es hat 5000 Mal funktioniert, jetzt natürlich wieder nicht mehr. Aber gut. No. Ach, Katschutz fragt hier, oder schreibt ja auch nochmal: Meine Stadt hat von Bottom Up. Ja, was ist denn deine Stadt? Würde uns mal interessieren, schreib mal rein, wo das bei dir so ist. Genau.
Ansonsten fragt er auch noch, was mit Treibstoffverbrauch bei den anderen Bussen? Ja, Treibstoffverbrauch, genau, das wird halt auch nochmal ein Thema werden. Wir sind dabei, die ganzen alten Busse jetzt quasi auch nochmal ein bisschen zu überarbeiten. Diese ganzen, nicht die ganzen Klappen, aber zumindest vorne die Klappe und wenn sie seitlich vielleicht noch Elektroanschlüsse haben. Und natürlich auch die Dieselbusse, die werden wir auch nochmal ein bisschen updaten. Da werden wir uns jetzt quasi peu à peu drum kümmern, dass das alles dann auch ein bisschen sinnvoll ist. Ja. Dass man dann halt vielleicht auch mal tanken fahren muss, wenn es wirklich mal eine richtig schöne lange Tour ist. Obwohl die eigentlich den Tag über durchhalten, aber ja. Genau, grundsätzlich zu den Tankstellen, die hatten ja unsere Grafiker, unsere 3D-Artists auch vor nicht allzu langer Zeit überarbeitet. Das heißt, dass das Ganze auch nochmal einfach optisch einen besseren Eindruck macht. Also, ja, wie Timo schon sagt, wir sind auf jeden Fall dran, das da auch nochmal realistischer zu machen, zu verbessern. Genau. Noch eine kleine Spielerei, ich weiß nicht, ob man es eben schon gesehen hat. Man kann hier jetzt das Kassensystem hin und her schieben. Da könnt ihr jetzt auch, das kann ich euch gleich vielleicht nochmal zeigen, könnt ihr dann auswählen. Das ist so eine kleine Vorbereitung auf die kommende Hamburg-Map von Harlicon. Die haben ja ein anderes Kassensystem in Hamburg. Dass wir halt die Fahrertüren quasi vorbereiten, dass man die tauschen kann. Und dann halt auch zum Beispiel die Basis unter dem Kassensystem ändern kann. In Hamburg ist die Kasse halt an der Tür dran, in der Regel. Und da machen wir jetzt gerade so ein paar Vorbereitungen, dass ihr das dann halt auch modular dann für eure Maps dann benutzen könnt. Das wird alles noch ein bisschen dauern, also nicht allzu sehr drauf hoffen in den nächsten paar Wochen, aber da sind wir dran. Ja. Blaulicht-Fan fragt ja auch nochmal, und was passiert, wenn da Standard ist, also kein Charger? Kann man dann nicht nachladen, oder wie? Na genau, also wenn jetzt kein Charger auf dem Dach wäre, dann fährst du unter die Ladesäule drunter und dann passiert halt gar nichts. Dann kriegst du hier auf dem Display halt einfach keine Lademöglichkeit angezeigt. Ja. Okay. Willi fragt auch nochmal, gibt es die Repaint-Vorlagen schon vor dem 16.? Nein, da sind wir intern noch am Testen. Das ist alles ein bisschen eine knappe Kiste geworden. Da wollen wir sicher gehen, dass das wirklich alles funktioniert, bevor wir euch dann im Nachhinein sagen müssen, haben wir doch was übersehen. Ja. Da lasst uns lieber die 2 Tage bis zum Release, bitte. Ja, knappe Kiste. Hast du gut beschrieben auf jeden Fall. Genau. Weil hier jemand fragt, wann kommt der Bus? 16.04. Ja, also am 16.04. kommt das The Bus Update und ja, der neue Galaxis Urban. Genau. So, vielleicht lässt die Maus mich ja jetzt mal ein bisschen hier. Jawohl, ich glaube, das kriegen wir hin. Dass ich euch den Bus vielleicht auch mal ein bisschen von vorne zeigen kann. So. Schalten wir mal ein bisschen Licht mit dazu. Jawohl. Und dann dreht er wieder zurück. Entschuldigt meine Fahrweise hier. Das ist alles über eine Remote-Verbindung. Ja, wir wollen ja nicht daran erinnern, wie vor ein paar Streams der liebe Martin XP gefahren ist. Aber er hat sich auch Mühe gegeben. Ja, das stimmt. Ja. So, und jetzt sieht es nach einem Crash aus. Heute haben wir es. Ja, der A13 Swing schreibt auch nochmal, I don't know if you drive with mouse and keyboard, but when you turn, the bus seems to are on ice. Yeah, the thing is, that's not because of the game actually, it's because of our setup here in the studio. Here in the studio it's a little bit difficult to play the game because we have our setup not not ideal. So what you see, it looks a little bit broken maybe, but actually it's not. It's just that, our setup. It's a remote connection to a different PC here in the studio, and it's a little bit janky at times. Yeah. So don't worry if you play it. It's normal. So like you're used to. Right. Oh, we have a question. Have a little accident. Yeah, and I see in the chat we have a question in French actually. But yeah, I can speak English and German, but French it's a little bit difficult pour moi. Or can you speak French, Timo? No.
Okay. Not a word. So please, Machi, 62, please. Text in English, if you can. Ja, Stadtlux fragt auch nochmal, wird es in Zukunft auch stehende Fahrgäste geben? Bis jetzt steigt ja keiner mehr ein, wenn alle Sitzplätze belegt sind. Ja, arbeiten wir dran. Wird aber noch ein kleines bisschen dauern. Wir machen jetzt erstmal die neuen Fahrgäste. Und wenn das alles funktioniert, dann werden wir auch das noch nachrüsten. Okay. Thanks a lot, you're welcome. For all the English-speaking people, if you have any question, feel free to ask it in the chat. We can speak English as well. It's as well for you, as I wrote on Discord. We want that everyone is up to date, that everyone gets the answers. If you have any questions. Hier. Auch zum ersten Mal geschattet. BOO 65 Mahlzeit. Grüß dich. Machi schreibt Salam. Salam alaikum. Also so viele Sprachen heute. Sehr gut. So, schalten wir mal wieder um, oder was? Ja, wir können es nochmal versuchen, ja. Ja. Genau. Hat er sich tatsächlich aufgehangen eben. Wir können ja mal woanders starten. Vielleicht an der Herzallee. Oder Betriebshof. Da haben wir auch nochmal Lademöglichkeiten. Blaulichtfan fragt, gibt es jetzt dann auch deutsche Untertitel für die englischen Teile? Es gibt aktuell noch keinen englischen Teil. Es sei denn, du meinst, wenn ich jetzt kurz die Fragen auf Englisch beantworte, da wäre es am sinnvollsten, haben wir uns auch jetzt überlegt, dass wir das dann einfach kurz auf Deutsch übersetzen. Wenn ich das jetzt in den letzten 2 Fragen vergessen habe, dann tut es mir leid, dann werde ich das ab sofort natürlich tun. Kommt der Mercedes-Benz auch als Gelenkbus mit Doppelgelenkachse mit Gelenkbus, viel Gelenkbus? Den Capacity meint man wahrscheinlich. Aktuell nicht geplant, aber natürlich auch wieder nicht ausgeschlossen. Also in Hamburg fährt er ja sehr viel rum. Wir arbeiten ja jetzt auch gerade dran, das Busmodding mal endlich ein bisschen voranzubringen. Wir sind ja jetzt auch in der Phase 3. Ja, und da wird das dann alles langsam gerade gezogen, dass ihr dann auch irgendwann mal eure eigenen Busse vielleicht reinbringen könnt ins Spiel. Genau so sieht's aus. Auch wieder der Sven Mirke 2 zum ersten Mal gechattet. Nochmal wirklich auch alle herzlich willkommen, die heute zum ersten Mal eingeschaltet haben. Wir sind jetzt ja fast konstant immer bei ca. 70 Zuschauern, gerade 69 Zuschauer. Freut uns natürlich sehr, umso mehr Leute aus der Community auch hier die Chance nutzen, up to date zu sein. Uns freut immer, wenn ihr eure Fragen stellt, wir euch da wirklich auch einfach auf den neuesten Stand bringen können. Ich sage ja immer wieder, deswegen haben wir das Format jetzt auch so umgeändert. Genau. So. Die Verbindung klappt leider nicht so richtig gut, deswegen sieht es bei euch wahrscheinlich recht ruckelig aus. Na, schauen wir mal. Zumindest bei mir, also entschuldigt mich bitte, wenn ich hier Kram zusammenfahre. Hier sehe ich ja auch mal Propol X mit 4 Bits. Vielen Dank. Ansonsten sehe ich hier noch einige Follows. Danke an Bas, Rieder Romsi, Merdo, TT, Cold Kids, grüß dich. Roman, danke für dein Follow. Roman Kilian HD. Gerne jeder ein Follow da lassen, dass ihr natürlich dann auch keine weiteren SimDevs Lives verpasst. Auch nochmal jetzt hier für alle, die es noch nicht wissen. Jede zweite Woche am Freitag um 15 Uhr erscheint ein SimDev Livestream, wo wir immer mit einem neuen Thema kommen, wie heute zum Beispiel, dass wir den neuen Bus, den Galaxus Urban vorstellen, immer auch mit verschiedenen Entwicklern. Heute ist Timo dabei, aber es waren auch schon viele andere dabei. Und solltet ihr mal, nicht um 15 Uhr am Freitag das Ganze wahrnehmen können, dann laden wir das Ganze, wie gesagt, auch meistens am selben Tag noch danach auf YouTube hoch, da mit English Subtitles, for all English speaking people. Every 2 weeks on Friday at 3 p.m. we do here on Twitch live our SimDev live stream. Every stream we have a new topic. Today it's the bus reveal, and
yeah, if you once missed the stream, you can every time watch it on YouTube, because afterwards, most times on the same day we upload it on YouTube with English subtitles. Yeah, correct. So a little bit more details on the roof here. I hope that's as close as we hope we are. Ja. Sieht sehr gut aus. Also das hat ja, kann man auch mal sagen, die liebe Vanessa. Genau. Sehr, sehr gut gemacht, wie ich finde. Sieht sehr, sehr gut aus. Und hast ja auch gesagt, dass das Ganze gar nicht so einfach war. Ja, tatsächlich. Also da überhaupt Bilder und so weiter zu kriegen und das dann halt so nachzumodellieren, war jetzt tatsächlich gar nicht so sehr einfach. Aber ja, ich hoffe, wir haben es dann einigermaßen hingekriegt. Ach, Katschutz, Offenbach am Main, neben Frankfurt. Interessant, okay. Das wussten wir jetzt, glaube ich, auch nicht. So direkt. Albino342 fragt, kommt passend zu dem Hamburg-DLC der Mercedes-Benz Capacity? Hatten wir gerade eben schon beantwortet. Erstmal aktuell nicht, aber wir arbeiten quasi am Busmodding, dass es damit vorangeht. Und ja. Genau. Chris Berlin fragt, kommen auch Linien aus dem Osten? 195 oder 197? Wir sind jetzt erstmal mit der 147 noch ein bisschen beschäftigt. Was danach kommt, kann ich leider noch nicht sagen. Aber ich denke mal, das werden wir dann zu gegebener Zeit auch ankündigen. Genau, wie immer. Hier wird geschrieben True Yamiya Kumu. Ich hoffe, ich spreche den Namen auch immer richtig aus, wahrscheinlich nicht. Das Hamburg DLC kommt ohne Bus. Der E-Citaro ist ja in Hamburg relativ viel unterwegs und auch die Galaxis Urban. Die werden dann natürlich mit entsprechendem Repaint kommen. Und ob Halicon euch dann noch mit irgendwas überrascht oder nicht, das werden sie euch dann bestimmt selber erzählen. Mhm. Buzzrider, moin moin, grüß dich. Oh, hier eine etwas längere Frage. Der liebe YouTube-Kirmes-Fan Rheinland-Pfalz schreibt zum ersten Mal, ist bei euch auch in Planung, aus dem E-Citaro einen Wasserstoffbus zu machen? Ist ja unter anderem Elektro wie bisher, aber man tankt halt noch etwas Wasserstoff dazu, dass sich der Elektrobus lohnt quasi. Also man bekommt dadurch mehr Reichweite. Spannende Frage. Ja, spannende Frage. Wir versuchen uns natürlich jetzt erstmal so ein bisschen an Berlin zu orientieren und vielleicht dann auch in näherer Zukunft oder vielleicht nicht näher, aber in Zukunft auf jeden Fall noch andere Busmodelle zu bauen, die in Berlin fahren. Mit dem Wasserstoffantrieb, ja, kann man drüber nachdenken, ist aber, finde ich, was für später. Okay. Ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage. Natürlich. Hier wieder, ist auch der oder die Citaro O530 oder C2-Serie geplant? Das sind natürlich perfekte Fragen für dich, Timo. Ja, ich kann euch die leider nicht wirklich beantworten. Du möchtest es aber auch nicht, habe ich das Gefühl, oder? Ich würde schon gerne, aber wenn ich euch jetzt sage ja und dann kommt das in einem Jahr oder sowas, dann ist, glaube ich, auch niemandem mitgeholfen. Ich glaube, man unterschätzt das vielleicht auch einfach, was auch überhaupt nicht böse gemeint ist oder so. So ein Bus ist natürlich auch ein bisschen Aufwand. Ne? Da arbeiten einige Leute dran und auch eine ganze Weile. Das ist halt nicht mal eben gemacht. Und da müssen wir halt auch immer so ein kleines bisschen bedenken. Wir versuchen halt auch die Modmaps so ein kleines bisschen im Hinterkopf zu haben. Was ist da aktuell gerade am Laufen? Was brauchen die vielleicht auch? Und da versuchen wir uns halt auch so ein kleines bisschen zu orientieren. Genau, das ist ja auch immer so ein bisschen unser Dilemma, wo wir so ein bisschen zwischen zwei Stühlen stehen, dass wir auf der einen Seite natürlich euch immer schon am liebsten, wenn wir es nur im Ansatz planen, euch mitteilen wollen, was wir planen, was jetzt in Zukunft kommt, woran wir ganz genau arbeiten. Allerdings, wie der Timo schon gesagt hat, ist es natürlich auch nicht schön für euch, wenn wir euch sagen, ey, pass auf, jetzt, weiß nicht, den und den Bus, ja, den haben wir jetzt geplant für in 6 Monaten, könnt euch drauf freuen und dann dauert der aber 12 Monate. Und wie gesagt, dass wir
den dann vielleicht nicht nach 6 Monaten bringen, machen wir auch nicht mit Absicht, sondern es liegt einfach daran, dass da viel mit reinspielt. Es ist viel Arbeit und vor allem auch immer Arbeit von mehreren Menschen und auch zum Beispiel jetzt Programmierern und Grafikern. Und wenn da mal irgendwas nicht passt, das muss natürlich dann auch zusammenspielen, dann zieht sich das Ganze natürlich in die Länge und das ist einfach der Grund, warum wir uns da auch so ein bisschen oder einfach ein bisschen vorsichtig sind, wann wir wirklich da auch Deadlines rausgeben. Ich denke, jetzt vor allem, wo wir es nochmal erklärt haben, ist es auch ganz verständlich. Wir haben den Fehler ja auch schon gemacht früher. Ich bin der Meinung, das war beim VDL Citea, dass wir den relativ zeitig angekündigt haben. Und dann war da halt doch wirklich eine ganze Zeit dazwischen, bis der dann auch released war. Und da gab es natürlich auch berechtigterweise dann einige Leute, die sich da beschwert haben. Das wollen wir einfach auch nicht wiederholen. Also wir wollen euch auch nicht ein Jahr oder ein halbes Jahr warten lassen. Ich glaube, das macht die Vorfreude dann halt auch einfach kaputt, wenn es zu lange ist. Mhm. Genau so sieht's aus. Ja, die Katri schreibt, wo sind die Zuschauer beim Radio? Das ist natürlich auch berechtigt. Da nochmal die Erinnerung, heute ab 19 Uhr wieder die Bad Boys mit Tom und René live hier auch auf dem gleichen Twitch-Kanal. Alle, die es kennen oder eben auch nicht, gerne ab 19 Uhr einschalten. Jawohl. Dann habe ich hier nochmal eine Frage auf Englisch gesehen. A little question for the economy mode. Have you an estimated date, like summer or end of the year? Da gucke ich mal so ein bisschen in die Regie. Da die Frage war, ob es da jetzt schon ein fixes Datum für den Wirtschaftsmodus gibt. Sowas wie vielleicht diesen Sommer oder Ende des Jahres. Gibt's. Also wir haben es fest geplant für Ende des Jahres. Weil es natürlich einfach jetzt auch noch sehr, sehr großer Teil, wenn nicht sogar der größte Teil der Wirtschaftsmodus jetzt für Phase 3 ist. Ist ja einfach so. Genau, also Ende des Jahres. In English, yes, there is a planned date. So our goal is to develop and finish the economy mode at the end of this year, especially because the economy mode is a very big part of the phase 3. So we have that in mind and kind of an estimated date is end of the year. Ja, auch nochmal, der Bus sieht echt super aus. Er freut uns. Ich hoffe, ich kriege es ein bisschen hin. Vielleicht können wir uns den auch nochmal von außen angucken. Aber ich vermute mal, dass ich jetzt hier gleich irgendwo reincrashe. Hi Roman. Ich versuche hier die ganze Zeit unten am Chat anzukommen, aber es geht irgendwie immer weiter runter. Aber das freut uns sehr. Also wirklich. Natürlich. Das ist sehr, sehr cool. No. Ist geplant, der Blaulicht-Fan fragt, ist geplant, dass die Bus-KI dann auch an die Ladesäule fährt und auflädt? Auch das haben wir geplant, ja. Das ist aber, würde ich jetzt mal, ich bin kein Programmierer in dem Sinne, das kann euch vielleicht der Max vielleicht mal an einem Tag irgendwann beantworten. Oder der Matthias. Oder Matthias. Aber, also ich würde sagen, ja. Okay, aber ja, ist ja berechtigt. Bald auch mal hier, ist ja auch vor allem Matthias sehr gefragt. Es ging auch schon die letzten Wochen darum, habe ich oft gelesen, wann kommt Matthias? Matthias kommt bald. Dann haben wir da auch nochmal einen Programmierer, der da eben auch nochmal genauer auf solche Fragen eingehen kann. Genau. Der Bo65 fragt, gibt es bald dazu eine Atron-Karte, um sich anzumelden? Auch das haben wir auf der Liste, ja, tatsächlich. Wir haben im Moment aber ein bisschen viel auf der Liste. Das sind natürlich dann so kleine, ich sage nicht Spielereien, aber das sind natürlich nette Details, die man auch einfach mal umsetzen kann. Wir haben es im Hinterkopf. Ja. Oh, Roman schreibt, er hat schon fast 900 Spielstunden. Fast so viel wie du, Timo, oder ich glaube sogar mehr. Oh. Das ist natürlich Nein, sehr, ich sehr habe cool. natürlich in Wahrheit 15.000 und weiß ich nicht mehr genau. Spielst neben der Arbeit quasi? Immer. Oh, das hättest du jetzt nicht sagen dürfen. Bananafood 21 fragt ja auch, werdet ihr auch noch Sounds und Fahrphysik aller Busse überarbeiten? Die wirken hier und da nicht so gut, wie sie sein könnten. Oder mal insgesamt. Ja, ich kürze das mal ab. Ja, werden wir. Steht auch im Trello-Board, soweit ich mich erinnere. Da ist nochmal ganz klar eingetragen Sounds, Fahrphysik und ja. Also kurz gesagt, ja. Mhm. Chris Berlin fragt, ist auch möglich, auf dem Betriebshof einen anderen Bus zu nehmen?
Es kommt drauf an, welchen Bus du dir aussuchst. Im Multiplayer siehst du natürlich deine Touren und Fahrten und was dazugeordnet ist. Jetzt habe ich hier die Kreuzung zugestellt, ich bin auch echt ein Held. Und ja, kannst du dir aussuchen, du kannst dir natürlich entweder Fahrzeuge aus dem Flottensystem zuweisen lassen oder halt im Multiplayer dann dir das aussuchen, was du fahren möchtest. Genau, Vollmann99 zum ersten Mal gechattet. Freut uns, dass du eingeschaltet hast. Er fragt, kommt bald mehr Bus-Modding-Möglichkeiten, wie zum Beispiel mehrere Türvarianten? Also Bus-Modding, wenn ihr selber Busse baut, könnt ihr natürlich Türvarianten bauen, wie ihr wollt. Für unsere Zwecke, wir bauen halt das, was wir jetzt quasi für Berlin brauchen und halt so ein bisschen mit dem Blick auch auf die Mod-Maps. Da sind wir natürlich auch immer ein bisschen hinterher. Grüße an die üblichen Verdächtigen da. Genau, das ist auch alles schon ganz toll. Roman fragt, wie kann man in so einen No-Clip gehen? Meint er damit den Flugmodus wahrscheinlich? Das verrate ich nicht. Ja. Das ist unser internes Zeug, da lasse ich euch nicht ran, sorry. Ja, theoretisch, wenn sie alle möglichen Varianten der Tastatur einmal auswählen. Möchte ich sehen, also dann gibt es eine Postkarte von mir. Ja, also gerne mal ausrechnen dann, wie viele Varianten es gibt, wie viele Leute man braucht, damit man das auch noch in diesem Leben machen kann, aber... Also es ist eine Tastenkombi, wenn ihr die erratet und findet, dann ändern wir sie im nächsten Patch. Das wäre sehr, sehr fies. 3 Jahre versucht es herauszufinden, also wenn ihr das herausgefunden habt, am besten bei euch behalten. Vielleicht gibt es ja schon den einen oder anderen da drin. Oh, jawohl. So. Kann ich euch noch was Schönes zeigen? Ach ja, vielleicht können wir noch mal den E-City-Bus zeigen. Da gab es auch noch eine ganz kleine Änderung. Wie gesagt, wir machen das auch noch mit der Frontklappe, dass man da halt auch ran kann und sich dann die Tür von außen quasi vernünftig öffnen kann und so weiter. Aber erstmal geht es jetzt um den Galaxis Urban Electric. Dann nehmen wir hier sehr schicke Details. Finden wir auch. Hier Sven Milke fragt auch nochmal, wie kann man denn Bus auf der Linie TXL laden, wenn man mit dieser Linie mit dem neuen Bus fährt? Gar nicht. Der fährt da halt nicht. Ich meine, die TXL gibt es ja seit Jahren eigentlich schon gar nicht mehr. Dann musst du dir in deinem Fahrplan Zeit einbauen, dass du halt entweder zur Herzallee fährst und da halt die Ladestation benutzt. Oder halt quasi die Route wechselst. Auch das kannst du ja machen, dass du dann halt zum Beispiel auf eine 200 wechselst oder so. Und dann halt quasi danach dann wieder die TXL dann einfach fährst. Ja, hier gibt es halt auch so ein paar kleine Details. Wie gesagt, der Plug-in-Lader hier, der hat noch keine Funktion. Das kommt dann aber mit den nächsten Updates. Da will ich euch jetzt aber auch noch keinen Termin für sagen. Da müssen wir noch ein bisschen mit rumspielen. Nochmal was auf Englisch. Es wird gefragt, are you going to fix the physics or movement problems of some bus when we are driving like back and forth movements? Not exactly sure what you mean. Yeah, if you, this is in general a good thing to explain. If you write like, are you going to fix the physics or movement problems? It's it's not detailed enough that we know exactly what you mean, and especially with physics or movements, it's everybody have another understanding of what good physics are. So if you have a question about physics or about movements, please text more in detail so we know exactly what you mean. You wrote like when you drive like back and forth. Yeah, just be specific on what you mean so we can actually help. I mean, we can't really help if you don't say this exactly I'm talking about. Yeah, so it's just difficult for us. Yeah, we would love to understand. So
if it's needed, we want to fix it, of course. That you have a better experience in general, but for that we have to know exactly what you mean. That's but he's also writing, I really love the game, keep up the good work, devs. Thank you. We appreciate that. Also es ging jetzt nochmal darum, hier hat der liebe A13X-Wing gefragt, ob wir die Physik und das Movement, also die Probleme fixen von ein paar Bussen. Er hat dann noch dazu geschrieben, ja, wenn man so ein bisschen nach vorne und nach hinten fährt, die Bewegung da einfach, und da haben wir jetzt auch noch mal erklärt, ist auch ganz wichtig, dass wenn ihr vor allem immer solche, sag ich mal, Movement-Probleme oder die Physics ansprecht, dass ihr da dann immer wirklich ganz detailliert und schreibt, was ihr genau meint, denn ansonsten ist es einfach sehr, sehr viel Ansichtssache, jeder interpretiert das irgendwie anders, was gut ist oder nicht, und so wissen wir halt nicht und können es dann demzufolge auch sehr, sehr schwer fixen, wenn es da wirklich mal irgendwie ein Problem gibt, einen Bug gibt oder man was wirklich verbessern sollte. Deswegen, wenn ihr dazu was schreibt, versucht euch wirklich immer so detailliert wie möglich auszudrücken, denn wir wollen es natürlich auch ändern. Nur, es geht halt nur, wenn wir ganz genau wissen, was ihr meint. Genau, das gilt natürlich für Discord oder halt auch, wenn ihr Bug-Reports schreibt. Das ist wirklich immer eine große Hilfe. Wir suchen wirklich jeden Bug-Report durch. Das mache ich auch wirklich fast jeden Tag und weisen die halt den entsprechenden Leuten dann zu. Aber wenn da halt nur drin steht, ist blöd oder so, dann kann da niemand was mit anfangen und dann kann da auch nichts besser dran werden. Also wenn ihr wirklich konkrete Verbesserungsvorschläge habt, gerne so detailliert wie möglich, dann können wir uns da auch wirklich mal drum kümmern. Genau, gut, dass du es ansprichst, vor allem auch bei Tickets, auch in unserem Ticketsystem, also wie du schon gesagt hast, Timo, du machst das fast täglich, ich kenne auch einige oder sehe es immer wieder von uns, einige Programmierer oder auch Grafiker, die eigentlich am besten lieber weiterentwickeln wollen würden, aber auch sich da wirklich jeden Tag da länger auch die Zeit nehmen, da eure Tickets zu beantworten, weil wir natürlich auch auf euer Feedback eingehen möchten, damit wir es so verbessern können, dass ihr da auch am meisten Spaß dran habt. Nur da ist es dann, wie gesagt, auch immer ganz wichtig, dass ihr das eben so präzise wie möglich macht, damit wir das dann auch den richtigen Leuten zuweisen können, die es dann auch schnellstmöglich fixen können. Genau. Ja, ich glaube, das so viel zu dem Thema. Ja. Wollen wir uns noch irgendwas angucken, was Bestimmtes? Ja, gerne mal in den Chat reinschreiben, was wollt ihr noch sehen? Also ich bin gar nicht ganz unten, ich weiß nicht, ob du da links, Timo, bei dir auf dem Bildschirm runter. Ich bin auch, obwohl doch. Ja, du siehst ganz unten, dann kannst du ja vielleicht mal gucken. Schreibt ruhig mal rein, was ihr noch sehen möchtet. Genau. Ansonsten sehe ich hier auch nochmal, your question is, can you turn the sound of the game on? Actually, it's not possible right now because of our setup. As we said, we have a remote connection to a PC in our studio. So right now it's not possible, but of course we are looking forward to do it in the next streams, so that you have sound of the game. That's correct. Auch hier nochmal gefragt, ob wir den Sound anmachen können vom Spiel, aber das geht natürlich aktuell nicht wegen unserer Remote-Verbindung. Aber sind wir dran, dass dann vielleicht dann auch in den nächsten Streams funktioniert. Genau. Kam da was, Timo, bei dir? Ich bin auch am Scrollen, leider. Da kam die Frage gerade mit dem VDL, SLFA und dem Gelenkbus für den Bass. Vergessen haben wir ihn nicht, allerdings, wie wahrscheinlich einige vermutet haben, wir haben ihn ja nicht ohne Grund rausgenommen. Es war nicht unsere hellste Stunde, sag ich mal. Der war von der Qualität her jetzt nicht so richtig toll. Liegt ein Teil an mir, da habe ich ein paar Sachen übersehen. Da hätte ich ein bisschen mehr hinterher sein müssen. Aber vergessen ist er nicht, es dauert noch ein bisschen. Hier noch eine spannende Frage. Ist die Konsolenversion gleichzeitig zum Full Release geplant oder kommt er erst ein paar Monate nach dem Full Release? Da haben wir ja geplant, dass es möglichst gleichzeitig kommt. Da hatte Tom im letzten Stream ja auch gesagt, dass wir da jetzt extra uns auch wirklich da im höchsten Regal uns da Unterstützung geholt haben, die da schon Erfahrung haben, eben in Bezug auf Konsole, dass es dann wirklich auch mit höchster Qualität wir das dann umsetzen können und eben auch es zeitlich schaffen, gleichzeitig zu releasen. Also ganz klar, unser Ziel ist es da, das Ganze gleichzeitig zu releasen, die Konsolen auch zum PC-Release und nicht erst Monate später. Genau.
Chris Berlin fragt hier noch, ob das denn möglich wäre, die Map ohne Bus zu starten und dann auf dem Betriebsgelände einen auszusuchen. Haben wir so aktuell, glaube ich, nicht vorgesehen. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob sowas dann mit dem Wirtschaftssystem kommt. Da müssen wir uns dann intern nochmal drüber unterhalten. Katschutz schreibt, mein Game stürzt die ganze Zeit ab, wenn ich Multiplayer-Server joine, zum Beispiel Oberhavel und Heinsberg. Ja, dann, das können wir natürlich jetzt nicht direkt beantworten, da am besten mal vor allem jetzt, wir sind ja auch keine Programmierer, dass sich das mal ein Programmierer anschaut, da einfach ein Ticket erstellen und dann werden wir schnellstmöglich die da auch weiterhelfen können, aber das sollte natürlich normalerweise funktionieren. Genau, oder meldest dich auf dem Discord mal. Genau. Dann da ist ja auch immer viel die Community. Ich meine, wir helfen euch auch gerne, vor allem der Max ist ja da zum Beispiel auch immer sehr, sehr aktiv, aber was ich auch immer wieder cool finde, wenn ja meistens bei einer Frage einfach jemand anderes aus der Community euch da direkt schon helfen kann, weil er eben die gleiche Erfahrung gemacht hat, vielleicht auch mal das gleiche Problem hatte und ihr da einfach ja direkt ein Feedback bekommt. Das finde ich auch immer sehr, sehr cool. Der Blaulichtfeld fragt, der neue MAN wäre auch Platz 1 auf meiner Wunschliste. Ist das möglich? Ist möglich, ist sogar tatsächlich vielleicht gar nicht so weit weg. Spannende Aussage. Chat, da könnt ihr euch aber denken, was dazu gemeint ist. Ich vermute mal, dass Blaulichtfan den New Lion City meint. Another question, are the new NPC models also planned for April 16th? As far as I know, not. No, currently he means the new characters. Yeah. No. In the next update, they will not be in. So, yeah, please be patient there. But the characters are also, nearly finished. So, it should not take, way longer. And soon you can enjoy the new characters. Also jetzt hier nochmal, ob die Charaktere, war die Frage, im nächsten Update sind am 16. Sind sie noch nicht. Müssen wir einfach noch testen. Wäre zu viel Risiko gewesen, da die einfach reinzuklatschen. Aber wir sind da in den letzten Zügen und es wird nicht mal allzu lang dauern. Richtig. Jannis Mees fragt, Bus-KI für die Mod-Maps angepasst. Kann man den Bussen dann seine eigene Lackierung geben? Ja, natürlich. Das kannst du quasi auch schon mit den Flottensystemen machen. Da kannst du jedem einzelnen Bus eine Wunschlackierung geben. Eine Wagennummer zum Beispiel und so weiter, Nummernschild. Bei unserem Galaxis hier kannst du dann auch in den Flotten, da können wir eigentlich mal reingucken, obwohl, kann ich da reingucken, ohne euch was zu zeigen, was ich euch nicht zeigen will? Soll ich kurz mal wegschalten? Schalt mich mal kurz weg. So. Jetzt kannst du. Okay. Ja, da müssen wir natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Das ist halt auch so vielleicht ein bisschen der Nachteil an Livestreams. Wir haben halt, glaube ich, im letzten Livestream für 2,5 Sekunden ein bisschen was gezeigt, was wir eigentlich auch nicht zeigen wollten. Gut, dass du es nochmal ansprichst, Timo. Gut, dass du nochmal ansprichst. Ja. Ja, da sind wir halt auch transparent. Natürlich. So, jetzt kannst du mich wieder dazuschalten. Gut. Jetzt gibt es nichts Spannendes mehr zu sehen hier. So, wenn wir uns hier halt einfach das Flottensystem aussuchen. Ich habe jetzt hier nicht allzu viele Repaints installiert, eigentlich gar keins. Aber wenn wir uns einen bestimmten Bus auswählen, dann können wir halt natürlich zum Beispiel den Flashbase FM drauf machen. Ist auch eine richtig tolle Show, da könnt ihr auch gerne mal einschalten. Na, nicht vergessen. Ihr könnt dann das Nummernschild bearbeiten, die Fahrzeugnummer. Und wenn wir jetzt ein bisschen Glück haben und den Bus dann finden in einer Tour, ne, ich glaube, das schaffen wir nicht. 142.11, Montag bis Freitag, das probieren wir doch mal. Schöne Lackierung, ja, gibt was her. So, 142 ist in die Richtung. Ist es auch aktuell geplant, die Matrixen zu bearbeiten? Dieses Jahr zum Teil noch sehr unrealistisch dargestellt. Ihr könnt da ja schon ran. Also uns ist klar, dass da noch einiges geht. Ich bin da auch nicht wirklich zufrieden mit dem aktuellen Stand. Für jetzt muss es aber erstmal reichen. Wir werden da sicherlich nochmal was dran machen.
Ihr könnt aber mit dem Modding-Editor quasi schon das System, was jetzt besteht, quasi euren Wünschen, soweit es geht, halt anpassen. Genau, Dario BLN, danke für dein Follow. So, die 11 war, glaube ich, wenn wir es schaffen hier. Kurs 11, komm schon. Ich weiß gar nicht, ob wir die Frage schon beantwortet hatten. Timo, der Janis hat hier geschrieben, wird die Bus-KI für die Modmaps angepasst? Was genau? Kann man den Bussen dann seine eigenen Lackierungen geben? Ja, hatten wir doch gerade drüber gesprochen. Das war eigentlich auch das, was ich gerade jetzt zeigen wollte. Mhm. Wir haben das jetzt eingestellt und wenn ich nicht ganz falsch liege, müsste jetzt eigentlich die Flashbase FM Lackierung kommen. Jawohl, siehste, bin ich ein Held mal wieder hier. Ja, Roman schreibt ja auch, ich finde Max ist 24/7 online, beste Mann. Ja, Max hat keinen Feierabend. Ja, der ist 24/7 auch wirklich hier. Der schläft auch nicht. Das habe ich auch mal wirklich gesehen. Also der wir braucht auch schon eine Decke und ein Kissen mitgebracht. Also das ist und das braucht er aber wirklich nicht. Der war da auch mal beim Arzt, aber das stimmt wirklich, braucht keinen Schlaf. Also wirklich. Deswegen setzt man den da auch gezielt da ein. Genau. Guter Mann, der Max, der freut sich auch wirklich, euch da helfen zu können, wenn es Fragen gibt und ja. So, leider macht die Maus nicht mit. Ich kann leider nicht allzu sehr drumrum drehen hier. Mhm. Das müssen wir beim nächsten Mal wirklich ein bisschen besser organisieren. Aber ich glaube, man sieht, was ich zeigen will. Ja, können wir nochmal anmachen hier. Gamblex hatte noch gefragt, wie sieht es eigentlich mit der Performance aus? Ist man da zuversichtlich, noch viel machen zu können? Und was wäre mit FSR, DLSS, Frame Generation etc.? Performance ist natürlich immer ein riesengroßer Punkt und da gibt es jetzt auch von unseren Seiten nochmal eine ziemlich große Bemühung, da ein ganzes Stück vorwärts zu kommen. Ich glaube, da werden wir euch auch in Zukunft nochmal was zu sagen können. Da wird es auf jeden Fall mal spannende Geschichten zu geben. Haben wir uns auf jeden Fall gute Verstärkung geholt, wenn man so sagen kann. Genau. Chris Berlin hatte noch geschrieben, cool wäre es mal, wenn man sich die Map ohne Bus starten kann und sich dann auf dem Betriebsgelände einen aussuchen kann. Ist das vielleicht geplant? Das hatten wir, glaube ich, die Frage hatten wir auch schon genau beantwortet. Genau. Hier wird nochmal gefragt, wird es eigentlich auch so Radfahrer geben, die man dann wie KI-Splines legen muss, damit kann man dann die Spieler schön nerven. Hehe. Ja, Radfahrer ist so ein Ding, ne? Also die ganzen Radfahrspuren, die wir da in Berlin gelegt haben, die sollen natürlich auch nicht ungenutzt bleiben. Aber das ist echt so ein Thema, das muss ja auch alles dann irgendwie halbwegs vernünftig aussehen, ne? Da müsst ihr leider noch ein bisschen Geduld mit uns haben. Aber es ist angedacht, dass wir das machen, ja. Okay. Schlegel am Start fragt, wann kommt der Abschnitt der Linie 106 dort bei U-Hanseplatz? Habe ich gerade nicht auf dem Schirm, wo genau das war. Ich auch nicht. Regie weiß auch nicht. Zucken alle mit den Schultern. Ja, also nein. Also wahrscheinlich noch nicht. Nee. Roman schreibt, ich sehe ihn auch noch um 1 Uhr, also Max. Ja. Ja, ich sag ja wirklich, der schläft. Das ist ja wirklich jetzt auch ernst gemeint. Der schläft nicht, der braucht es nicht. Das ist nicht ernst gemeint, Toni, nur mal erzähl doch nicht so was hier. Jeder braucht Schlaf, auch Max. So. Gut. So, ich hoffe, wir haben jetzt nicht allzu viele Fragen übersehen. Ich habe wirklich die ganze Zeit fleißig versucht, mich hier lang zu hangeln. Aber freut uns natürlich sehr, dass so viele Fragen sind, dass man überhaupt darüber nachdenken muss, ob man alle Fragen beantwortet hat. Ja, ich bin hier nochmal bei Sven Mielke 2. Der Bass, auch Rollstuhlfahrer, Kinderwagen mit hinzu. Ja, ist geplant.
Und YouTube-Kirmes-Fan Rheinland-Pfalz sagt, Max verdient eigentlich eine Lohnerhöhung. Das weißt du doch gar nicht. Max ist einfach der beste Mann. Ich habe zu viele Probleme und er schafft diese zu lösen. Jo. Ja, Blaulicht-Fan schreibt, kann mir schon gut vorstellen, Radfahrer mit und ohne Anhänger, Lastenräder, E-Roller, E-Bikes, kleine Kinder, große Kinder, mittlere Kinder. Wäre schon cool, ja, stimmt schon. Ja, also mit den neuen Charakteren sollte dann auch noch mal einiges mehr möglich sein. Wir werden jetzt natürlich dann auch erstmal so die Standards erstmal machen, also so wie ihr es kennt halt, normal, mittelalt bis alt. Ob da Kinder in der nächsten Zeit zukommen oder nicht, das kann ich nicht sagen. Aber sollte sicherlich möglich sein. Genau. Dplayer YouTube fragt, bei den Hamburg DLC, wird es, wenn St. Pauli oder HSV spielt, Sperrungen geben auf den Straßen? Das musst du Halicon fragen. Das ist Genau. nicht unser DLC, das macht Halicon. Aber eine coole Idee, gerne da mal einfach mal Halicon fragen. Würde auf jeden Fall Sinn machen. So. Hier war noch eine Frage, die wir übersehen hatten. Meine Frage war noch gewesen, zwecks Überstrahlung der Sonne. Wird da noch was gemacht? Sieht man ziemlich dolle, wie Straßen und so weiter bestrahlt werden. Hoffe, weißt, was ich meine. Also, ich weiß ja nicht. Das ist natürlich so ein Thema, das haben wir natürlich auch öfter mal gelesen. Das ist wieder so eine Ansichtssache ja. und nach persönlichem Geschmack, würde ich sagen. Und hier haben wir jetzt alles totgestellt gerade. Ja, da sehe ich schon die Tickets kommen, das ist dann für mich. Bitte nur einer, das reicht, dann weiß ich Bescheid. Okay. Wir nehmen uns jetzt hier einfach mal Vorfahrt. Grüß dich, Elias. Ja, zu der Sonneneinstrahlung zurück. Ist schwierig, also ja, schwierig. Ja, ist ja ähnlich auch wie mit den Physics, hat man ja auch beantwortet, dass das halt immer so viel Interpretationsspielraum da ist, wo man halt einfach ja auch einfach nicht jedem in dem Sinne recht machen kann, dass da jeder irgendwie die gleiche Vorstellung hat, wie es dann wirklich perfekt wäre. Da habe ich auch schon öfter gesagt, das fällt uns vor allem bei Messen auf. Da haben wir natürlich immer den Simulator, den ihr testen könnt. Und dann ist es ja sogar so, dass ja Busfahrer auch oftmals das Ganze testen, die dann aber auch ganz unterschiedliche Meinungen haben. Also der eine meint, ja, es ist sehr, sehr realistisch, der andere meint eher weniger, obwohl sie halt denselben Bus fahren und deswegen ist es halt einfach, ja, ich will nicht sagen Geschmackssache, aber das ist natürlich ja, ein bisschen so persönliches Empfinden. Variiert halt tatsächlich stark, ja. Genau. Und wir haben natürlich auch Sonnenbrillen, also Sonnenbrillen im Spiel. Wenn ihr die mal findet, dann könnt ihr euch da ganz tolle Lichteffekte noch mitmachen. Und cool, aber für alle, die da nicht wissen, was gemeint ist, Timo, was hat es da auf sich, Sonnenbrillen? Kann ich da jetzt hier Sonnenbrillen finden? Kannst du aufsetzen, genau. Ja, also die finde ich dann irgendwo auf der Map und kann ich aufsammeln. Genau, es gibt zum Beispiel einen Sonnenbrillenladen, ich sage nicht wo, den findet ihr dann schon. Einige haben ihn schon gefunden. Um es nicht zu spoilern natürlich. Und dann haben wir hier und da vielleicht mal noch eine Special-Brille versteckt, die dann ganz besondere Lichteffekte hat. Cool. Ist geplant, bei dem Wettermodus bewölkt weniger Nebel einzustellen? Also Nebel kannst du auch, glaube ich, separat einstellen, oder? Ja, also grundsätzlich müsste das möglich sein. Also bewölkt ja auf jeden Fall. Genau. Aber er meint hier bewölkt weniger Nebel. Also wahrscheinlich, dass da noch eine speziellere Variante gibt. Ja, denke ich, ist jetzt aktuell nicht geplant. Hier nochmal Merdo mit einer Frage, wird es in Zukunft Manbus? Sind wir, glaube ich, auch drauf eingegangen, schon ein bisschen vorhin. Ja, aber da muss man vielleicht auch mal ein bisschen spezifizieren, weil da gibt es ja auch mehr als ein Modell von. Ja. Jetzt bin ich hier durcheinander gekommen. Nein. Ja, erzählen und fahren, das ist halt auch immer so eine Sache, vor allem in generell so mehr als eine Sache gleichzeitig machen, ist bei mir manchmal auch so ein bisschen schwierig, ne?
So, ja, siehst du? Genau. Stadtlux schreibt, ach was, dann gehe ich morgen mal Sonnenbrillen suchen. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, mach das. Gerne auf Discord auch mal, weiß nicht, kurzes Video oder Screenshots reinschicken. Ja. Wie die Sicht dann ist, weil das ist wahrscheinlich sehr interessant, vor allem für viele, die es noch gar nicht auf dem Schirm hatten oder die Brillen noch gar nicht gefunden haben. Und das finde ich auch sehr, sehr cool. So ein kleines Gimmick. Oh, ich eier hier rum, ne? Hier nochmal eine Frage vom Blaulicht-Fan. Werden die Events, die derzeit noch nur beim Livestream von Flashbass FM da sind, auch noch als Random Events erscheinen? Ich glaube, er meint damit, dass die Events auch erscheinen, wenn ja Flashbass nicht live ist. Aus der Regie, ja, kommt ein Nicken. Genau. Also es ist ein Ja. Wann? Ja. Okay. Auch ja, okay. Also kommt ja, wann ja. Genau. So, jetzt habe ich jemanden totgefahren. Kann man beim Atron einstellen, dass man nur mit Karte zahlen kann? Gute Frage. Ich gehe mal davon aus, das fragt er, weil es ja entweder weil es ja wirklich aktuell in Berlin auch nur noch, also es gibt ja gar keine, beziehungsweise gar nicht mehr eigentlich. ja, es gibt gar keine Barzahlung, oder weil es vielleicht teilweise nervig ist. Wenn es letzteres ist, kannst du in den Einstellungen halt die Wahrscheinlichkeit runterstellen, aber dass du das separat einstellen kannst, meine ich. Doch, ich bin der Meinung, aber da hänge ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster. Also es kann sein, dass ich Blödsinn erzähle, aber ich bin der Meinung, wenn ihr euch eine Mod-Map macht, könnt ihr das einstellen. Aber er hängt mich da nicht dran fest. Also nicht in der Standard, sondern Genau, in eigenen Maps. ja, okay. Ja, irgendwann auch Ticketautomaten in die Busse. Ist schwierig, wir müssen dafür dann quasi Anbaupunkte erschaffen. Da könntet ihr uns aber vielleicht ein bisschen helfen mit euren Städten, wenn ihr uns da auf Discord, würde ich sagen, vielleicht mal Bilder zuschickt. Dann können wir mal gucken, ob wir da so ein bisschen was, wir können es nicht für jede Stadt machen, aber dass wir das vielleicht so ein bisschen generalisiert als Anbaupunkt im Bus quasi einbauen können. Genau, Jannis Mers schreibt, yep, im Editor kann man nur Kartenzahlung einstellen. Cool, da habt das, also ist möglich. Siehst du? Wusste ich gar nicht. Bananenfood schreibt hier nochmal Düsseldorf Metrobuslinien von der Rheinbahn. Jo. Ja, aber wirklich hat mich wirklich sehr überrascht, dass heute auch so viele und vor allem auch, wie gesagt, gefreut oder uns gefreut, dass so viele eingeschaltet haben. Und ihr habt ja gesehen, ich weiß nicht, was würdest du schätzen, wie viele Fragen wir heute beantworten konnten? Genau. Wahrscheinlich so um die, ja. Alle. Alle. Um die alle, genau. Ist eine gute Zahl, trifft man immer gut. Und ja, genauso soll es auf jeden Fall weiterlaufen. Also jetzt hier auch nochmal am Ende möchte ich auch nochmal ankündigen, jeden zweiten Freitag um 15 Uhr hier auf Twitch live mit einem neuen Thema, mit einem neuen Dev oder wieder, ja, Timo wird ja nicht das letzte Mal gewesen sein, einen passenden Dev, einen passenden Spezialisten zum Thema, wo ihr all eure Fragen mitbringen könnt, auch grundsätzlich eure Fragen mitbringen könnt und wir euch da wirklich, ja, up to date halten, ihr die neuesten Infos bekommt und so einfach ja auf dem neuesten Stand seid. Genau. Vergesst nicht das Radio heute. Genau, gut, dass du es ansprichst. Also nochmal für alle, heute um 19 Uhr, die Bad Boys sind wieder da mit Tom und René hier live auf Twitch. Einschalten nicht vergessen. Und dann abschließend ja auch nochmal zusammengefasst, also der Galaxis Urban kommt am 16.04. zusammen mit dem neuen The Buzz Update, wo wir dann offiziell, also auch mit dem richtigen Update, ja, in die Phase 3 übergehen, wo es dann nochmal, ja, viele Neuerungen zum Thema Multiplayer etc. gibt. Ja, da könnt ihr auch immer im Changelog auf Steam reinschauen, was da alles neu ist. Könnt ihr euch drauf freuen. Ansonsten hoffen wir natürlich, euch hat die Busvorstellung gefallen. Ich bin mir sicher, ja, vor allem auch
nochmal danke an dich, Timo, Na klar, für deine sehr gerne. Zeit, für dein Know-how. Also konntest du hier wirklich alle Fragen beantworten. Genau deswegen warst du heute da. Und ansonsten nochmal eine kurze Info, auch die ich jetzt am Ende hier rausgeben will. Heute später kommt auf jeden Fall noch ein neues Beta-Update für den Bass. Ja, für alle, die es interessiert, dass ihr da auch nochmal auf dem neuesten Stand seid. Und ja, in diesem Sinne würde ich dann auch sagen, Timo, danke, dass du da warst. Gerne. Und alle auch danke, die da waren an den Chat, alle Leute, die da waren. Ja, ich hoffe, wir sehen uns dann spätestens in 2 Wochen wieder. Schaltet da auch wieder so fleißig ein. Bis dahin. Und tschüss. Und ciao.